Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie zur Huawei Watch GT5 und in dem Fall kann man tatsächlich sagen, weite Teile passen auch zur GT5 Pro. Wir gucken uns heute einmal die Bedienungsanleitung in Form von We Love Tech an, sozusagen der Einsteigerguide. Was geht alles bei den Einstellungen, welche Apps sind mit dabei, wie bedient man die Uhr? Also wenn ihr da mal reinschnuppern wollt und die Uhr vielleicht noch nicht habt, könnte euch das vielleicht helfen, so ein bisschen reinzukommen, wie man das Ding bedient. Für die Experten unter euch ist es dann vielleicht eher weniger was. Viel Spaß mit dem Video. Ja, gucken wir uns erstmal an, was haben wir denn überhaupt für Elemente an der Uhr, mit denen wir diese bedienen können. Wir haben einmal die untere Taste, wir haben die obere Krone, die sowohl dreh- als auch drückbar ist. Also da haben wir zwei Elemente. Beim unteren Knopf können wir nur drücken sozusagen. Ansonsten können wir natürlich logischerweise auf der Uhr auch wischen und zwar in alle Richtungen. Es hat ein Touchscreen, das dürfte wenig überraschend sein, damit ihr die Uhr auch vernünftig bedienen könnt. Wie können wir jetzt die Uhr bedienen? Und das ist tatsächlich im Zweifel relativ einfach. Ins Menü kommt ihr grundsätzlich, wenn ihr auf die Krone drückt. Dann könnt ihr im Menü die Krone drehen und damit dann den Menüausschnitt vergrößern oder verkleinern. Ich zeige euch später noch, dass man auch noch eine andere Ansicht haben kann, mit der man dann entsprechend nicht durch dieses Raster geht, sondern durch eine Liste, was ich persönlich etwas komfortabler finde als dieses Raster, aber das ist natürlich am Ende dann irgendwo auch Geschmackssache. Wenn ihr zweimal drückt, kommt ihr sozusagen in den Task Manager, sprich ihr könnt zwischen den verschiedenen Apps hin und her wechseln und wenn ihr gedrückt haltet die Krone, dann kommt ihr in das Ausgestalten bzw. Neustartmenü und da ist auch nochmal der Hinweis, wenn die Uhr mal irgendwie ein bisschen leckt oder abgestürzt ist, wenn ihr den Ausschalten-Knopf oder die Krone länger gedrückt haltet, startet die Uhr auch automatisch. Unten, der Knopf ist erstmal grundsätzlich frei belegbar, standardmäßig ist er mit den Sportmodi belegt, ihr könnt aber gleich, und das zeige ich euch in den Einstellungen, den Knopf auch selber belegen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr zweimal drückt, kommt ihr aufs Wallet, theoretisch kann man damit dann bezahlen, in Deutschland ist meines Wissens nach das Ganze aber nicht verfügbar, also sprich für deutsche Nutzer könnt ihr das nicht nutzen. Wer gedrückt hält, der kommt auf AI Voice, aber das funktioniert tatsächlich auch nur, wenn ihr ein Huawei-Telefon verwendet. Von unten nach oben gewischt wird und ihr kommt in die Benachrichtigungen. Jetzt haben wir hier keine Benachrichtigungen, die ich euch zeigen könnte, aber grundsätzlich könnt ihr hier eure Benachrichtigungen dann einsehen bzw. auch ablesen. Von oben nach unten gewischt kommen wir ins Schnellstartmenü. Da gibt es dann insgesamt 9 Schnellstarteinstellungen. Einmal die Einstellung selber, ihr könnt den Bildschirm sperren, ihr habt einen Trocknungsmodus, wo dann quasi die Öffnungen freigepustet werden vom Wasser. Ihr könnt den Bildschirm einstellen und zwar dauerhaft für die nächsten 20 Minuten. Ist jetzt hier fürs Video natürlich ganz hilfreich. Wir haben die Weckerfunktionalität. Ihr könnt euer Telefon finden. Also finden heißt, es fängt an zu piepen, der Nicht-Stören-Modus lässt sich aktivieren, der Ruhezustand lässt sich aktivieren und auch die Taschenlampe könnt ihr hier dann entsprechend einschalten, wobei das nur bedeutet, dass das Display ganz hell wird. Wenn ihr von rechts nach links wischt, kommt ihr zu den Widgets, ich nenne sie Widgets, Kacheln, wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Das sind kleine Zusammenfassungen von im Wesentlichen hier Kalender oder aber auch Sport oder aber auch den Gesundheits-Apps oder auch den Mondphasen und ihr könnt das natürlich auch erweitern, indem ihr einfach hier drauf gedrückt haltet zum Beispiel und dann über das Plus könnt ihr zusätzliche Widgets auswählen. Die werden auch immer mal erweitert mit Softwareversionen, also solltet ihr immer mal reingucken, wenn dann eine neue Softwareversion da ist, ob was Neues mit dabei ist. Konfigurieren könnt ihr das Ganze natürlich auch, sprich die Reihenfolge der einzelnen Widgets dann ändern. Wir kommen wieder zu unserem Hauptbedienelement, also zum Watchface, indem wir die Krone drücken. Das habt ihr ja schon gesehen. Ansonsten können wir durch langes Drücken auch das Watchface verändern. Auch das dürfte vermutlich wenig überraschend sein, außer ihr habt zum ersten Mal so eine Uhr. Ihr seht hier genau, wir können hier einfach hin und her wechseln. Also vom Grundsatz her ist die Bedienung wirklich super einfach. Wenn ihr von links nach rechts wischt, dann kommt ihr noch in den Wettermodus und so weiter und so fort, könnt dann da die Wettersachen einsehen und ansonsten kommt ihr dann hier in die einzelnen Apps bzw. ins Menü und auch die Einstellungen und das sind dann auch die Dinge, die wir uns als nächstes einmal angucken wollen. So, dann wollen wir mal schauen, welche Standard-Apps standardmäßig mit installiert sind. Standard. Also ich habe hier auf Liste umgestellt, damit es etwas übersichtlicher ist. Ihr habt vorhin gesehen, dieses Raster sieht dann etwas anders aus. Ich persönlich finde die Liste etwas übersichtlicher. Einmal haben wir hier natürlich die Trainings-App und die haben wir gerade eben schon gesehen, weil sie standardmäßig auf dem unteren Button liegt. Da habt ihr eine ganz große Vielzahl von verschiedenen Trainingsmöglichkeiten, die standardmäßig vorgegeben sind. Ihr könnt aber sogar auch noch individuelle einsteuern, also hier unten über den benutzerdefinierten
Modus und ihr könnt natürlich auch Einstellungen zu euren Trainingseinheiten vornehmen. Da kommen wir später noch in den eigentlichen Einstellungen der Uhr dazu. Trainingsaufzeichnungen dürfte, denke ich, klar sein. Da könnt ihr reingucken in eure einzelnen Trainings, den Trainingsstatus und ihr müsst hier immer grundsätzlich erstmal natürlich zustimmen zu verschiedenen Dingen. Könnt ihr auch einsehen, das ist der Running Ability Index. Den hat Huawei nicht in diesem Mal nicht mal der GT5 neu erfunden, sondern den gibt es schon länger, der euch anzeigt, wie denn eure Aktivitäten da einzuordnen sind. Aktivitätsverlauf ist dann, oder beziehungsweise Aktivitätsaufzeichnung, da ist es dann so, dass ihr auch hier verschiedene Ringe habt, um zu sehen, habt ihr eure Ziele schon erreicht. Ihr könnt hier Ziele selber definieren. Das ist eigentlich nur so ein bisschen motivatorisch aus meiner persönlichen Sicht, dass ihr da nochmal durchgehen könnt, in welchem Bereich seid ihr gerade oft on track oder in welchem halt eben auch nicht. Stay Fit ist dann nochmal die Möglichkeit, hier quasi euer Gewicht und so weiter zu tracken mit Kalorien. Wir haben die Herzfrequenzmessung, auch das dürfte, denke ich, keinen überraschen, dass es dafür eine eigene App gibt. Da könnt ihr dann über den Tag oder beziehungsweise über die Zeitverläufe eure Herzfrequenzmessungen, die ihr denn durchgeführt habt, auch einsehen. Gleiches gilt für den Blutsauerstoff. Und ihr seht hier, dass ich die Uhr jetzt hier tatsächlich zum ersten Mal intensiver nutze. Deswegen sind die ganzen Apps noch nicht bestätigt, wenn man so will. Auch hier könnt ihr natürlich manuell Messmodus starten und eure Messdinge einsehen. Gleiches bei der Hauttemperatur. Auch das Schlaftracking, dafür gilt ebenfalls das Gleiche. Die Health-Kleeblätter, das ist dann nochmal ja auch eine Art Zielsetzung, wenn man so will. Da geht es aber mehr um Aufgaben aus den einzelnen Bereichen Sport, Schlafen und Zufriedenheit sozusagen. Da könnt ihr da auch nochmal eure Ziele einsehen und definieren. Stressmessung ist mit an Bord, hatte ich auch schon erwähnt. Atemübungen haben wir mit dabei, sodass die Uhr euch dann sagt, wie ihr atmen müsst und so weiter und so fort. Anrufliste und Kontakte dienen dann dazu, über die Uhr ein Gespräch zu starten. Wichtig zu wissen, wir haben hier kein WLAN mit an Bord. Ihr braucht also immer euer Telefon mit dabei. In der Benachrichtigungs-App könnt ihr, auch wenig überraschend, die Benachrichtigungen einsehen, so denn welche da sind. Musik vielleicht nochmal ganz spannend und interessant. Im Bereich Musik könnt ihr eure MP3s, die ihr auf die Uhr geladen habt, auswählen bzw. abhören. Ihr könnt über die Huawei Health App nämlich auch Musik auf die Uhr spielen, was vielleicht ganz spannend ist für diejenigen, die noch viel mit MP3s arbeiten. AI Voice, habe ich vorhin schon gesagt, funktioniert tatsächlich nur, wenn ihr ein Huawei-Telefon habt. Die Wetter-App ist ganz spannend, weil die nämlich nicht nur den aktuellen Zustand darstellt, sondern halt auch Zukunftsperspektiven, also sprich, was passiert heute noch in den nächsten Tagen. Das finde ich eigentlich eine ganz übersichtliche Darstellung. Bei Wallet, haben wir auch eben schon gesagt, ist in Deutschland nicht verfügbar. Grundsätzlich könnt ihr da theoretisch Karten hinterlegen. Kalender ist, denke ich, selbsterklärend, genauso wie Wecker, Timer und unten kommt dann noch die Stoppuhr. Das sind, denke ich, Features, die sind klar, da dürfte es keine Überraschungen geben. Wir haben unten noch die Taschenlampe, die ist vielleicht erstmal im ersten Moment irritierend, eine Taschenlampe an der Uhr. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass das Display, ihr seht es hier, ganz hell aufleuchtet. Und dann könnt ihr hier über die Krone die Helligkeit adaptieren und könnt theoretisch auch noch die Farbe verändern. Wir gehen jetzt hier einmal raus, weil das ist vielleicht, also ich habe es noch nie benutzt, aber wen es interessiert, für den ist es vielleicht ganz interessant oder spannend. Kompass dürfte, denke ich, auch klar sein, genauso wie Barometergerät finden. Damit könnt ihr euer Telefon suchen, hatten wir vorhin schon bei den Schnelleinstellungen. Apropos Einstellungen, natürlich tauchen hier auch die Einstellungen auf und die einzige App, die sozusagen separat installiert ist, Petal Maps. Dazu müsst ihr aber das Pendant auf eurem Telefon installiert haben, was ich jetzt hier gerade noch nicht getan habe und damit sind wir auch schon durch mit den Apps. Kurzer Exkurs, denn ich werde oft gefragt, wie kann man bei den Uhren das Armband wechseln, daher nur der kurze Tipp. Ihr habt hier unten so einen kleinen Schnellverschluss, da müsst ihr einfach nur draufdrücken und dann wird der Steg sozusagen eingezogen, wenn man das im übertragenen Sinne so deuten möchte und ihr könnt ihn einfach aus der Uhr lösen. Geht wirklich super einfach, ist viel, viel einfacher als früher, selbst die Schnelllösemechanismen mit diesem kleinen Pin, falls ihr den kennt, auch das war alles schwieriger und komplexer. Hier ist es wirklich super einfach gelöst, haben andere Hersteller auch, aber es ist super einfach. Die Stegbreite sind 22 mm. Ihr könnt also jedes Armband, welches ihr nutzen möchtet, mit einer Stegbreite von 22 mm hier an der Uhr installieren und seid somit nicht zwingend auf die Armbänder, die mitgeliefert sind, angewiesen, sondern könnt auch nachkaufen. Gut, kommen wir zum längsten Teil dieses Videos und das sind die Einstellungen. Wir gehen jetzt einmal kurz durch alle Einstellungen durch und es ist eine ganze Menge, von daher scrollt ruhig vor, wenn irgendwas vielleicht für euch uninteressant ist. Wir legen los mit Bluetooth. Ihr könnt Bluetooth-Kopfhörer mit der Uhr koppeln, das ist hier in diesem Bereich möglich. Ihr könnt natürlich auch noch andere Geräte koppeln, kommen wir gleich dazu, aber vom Grundsatz her ist das hier eigentlich gedacht, um im Wesentlichen Kopfhörer mit eurer Uhr zu koppeln, um halt eben Musik darüber zu hören. Gerade eben habe ich es gesagt, ihr könnt auch noch Gesundheitsgadgets
Widgets koppeln, also sprich zum Beispiel irgendwelche Fitnessgeräte, die kompatibel sind und ähnliches. Und ihr habt auch NFC mit an Bord, um halt bezahlen zu können. Ich erwähne es nochmal, in Deutschland ist das meines Wissens nach nicht verfügbar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ich mich da vertue. Bereich Watchfaces oder beziehungsweise Watchface und Startbildschirm, da könnt ihr natürlich zum einen das Watchface einstellen, ihr könnt aber auch das Always-On-Display aktivieren und auch aktivieren, was soll denn passieren, wenn ihr die Uhr anhebt. Und mit anheben ist nichts anderes gemeint, dass ihr sie quasi zu eurem Gesicht dreht. Einmal könnt ihr das Watchface anzeigen lassen oder das Always-On-Display, das lässt sich dann hier konfigurieren. Der obere Teil ist dann den Status anzeigen. Das bedeutet nichts anderes, als dass auf eurem Watchface gegebenenfalls Aufgaben in Anführungsstrichen oder Gerätestatus angezeigt wird. Zum Beispiel nicht stören würde euch angezeigt werden. Startbildschirm, das ist das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ihr könnt zwischen Raster und Liste wählen. Ich persönlich finde die Liste optimaler, aber ich kann durchaus mir auch vorstellen, dass der eine oder andere das Thema Raster gut findet. Karten, das ist das, was ich vorhin als Widgets bezeichnet habe oder als Kacheln oder wie auch immer. Hier wird es als Karten bezeichnet. Das sind die Dinge, die ihr zur Ansicht bekommt, wenn ihr von rechts nach links auf dem Startbildschirm wischt. So, gehen wir nochmal zurück. Jetzt sind wir nämlich hier rausgekommen. So, in die Einstellungen hinein. So, Karten verwalten, genau, das war das, was wir gerade schon hatten. Da könnt ihr halt hier eben die Konfiguration vornehmen. Ich hatte euch vorhin schon gezeigt, wenn ihr mit länger gedrückt haltet, könnt ihr das auch konfigurieren. Anzeige und Helligkeit, da könnt ihr alle Einstellungen rund um das Display vornehmen, zum Beispiel die automatische Helligkeitserkennung über den Lichtsensor sozusagen. Ihr könnt hier auch den Ruhemodus aktivieren oder die Zeit einstellen, die der Bildschirm angeschaltet sein soll. All das hat natürlich logischerweise Auswirkungen auf eure Akkulaufzeit. Töne und Vibrationen erklärt sich, glaube ich, auch im Wesentlichen von selbst. Ihr könnt den Klingelton, die Weckerlautstärke einstellen. Ihr könnt den Nicht-Stören-Modus aktivieren, die Vibration konfigurieren und die Kronenhaptik, für die nicht wissen, was das bedeutet. Wenn ihr die Krone dreht, erzeugt die Uhr so eine kleine Vibration, sodass ihr dann so ein Feedback habt. Finde ich persönlich richtig gut, sollte man auf jeden Fall eingeschaltet lassen. Thema Benachrichtigung lässt sich noch konfigurieren, wobei das hier etwas beschränkt ist. Also soll der Bildschirm aktiviert werden, wenn eine Benachrichtigung reinkommt und soll die Benachrichtigung nur kommen, wenn ihr die Uhr tragt. Das lässt sich hier einstellen. Der Bereich PIN ist nichts anderes als die Sicherheit. Wollt ihr, dass eure Uhr gesichert ist durch eine PIN? Wenn ihr natürlich einen Bezahlmodus aktiviert habt, macht das auf jeden Fall Sinn. Ansonsten ist es vielleicht etwas umständlich, wenn man da dieses Sicherheitsfeature drauf nimmt, weil ihr müsst den PIN dann halt auch regelmäßig selber eingeben. Berechtigungsverwaltung bezieht sich auf die Apps. Jetzt ist hier nur Petal Maps sozusagen vorinstalliert. Ansonsten würden auch andere Apps hier noch angezeigt werden, wenn ihr noch mehr Apps installieren solltet. Intelligente Unterstützung ist AI Voice, habe ich euch vorhin schon gezeigt. Entweder ihr macht das über die Aktivierungstaste oder eben nicht. Wenn ihr ein Huawei-Telefon habt, funktioniert es, ansonsten ist das nicht verfügbar. Offline-Karten ist noch ganz interessant. Über die Huawei Health App könnt ihr nämlich Karten offline auf die Uhr herunterladen, sodass ihr dann auch mit diesen Karten quasi ohne das Telefon agieren könnt. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend für diejenigen, die die Uhr autark verwenden wollen. Dann funktioniert das natürlich nur in den Trainingsmodi und ähnlichem. Apropos untere Taste, da ist standardmäßig auch der Trainingsmodus hinterlegt. Ihr könnt da aber individuell jede andere App auch drauflegen. Je nachdem, was ihr halt am häufigsten verwendet, macht es Sinn, dann die untere Taste damit zu belegen, damit ihr da sehr schnell auch in die entsprechende App reinkommt. Trainingseinstellungen hatten wir vorhin schon gesehen. Hier könnt ihr alles rund um eure Trainingsaktivitäten konfigurieren, angefangen von den Ansagen, ob das Display eingeschaltet sein soll. Ihr könnt im Bereich Verknüpfungen einstellen, ob die Musik verfügbar sein soll während des Trainings, sodass ihr leicht in eure Musik rein könnt. All das lässt sich hier konfigurieren und einstellen. Gehen wir weiter ins nächste. Ansagen von Herzfrequenzdaten. Da geht es um Drittanbieter Bluetooth-Geräte und die entsprechende Verfügbarkeit bzw. Berechtigung. Ob man das jetzt braucht oder nicht, wenn ihr keine externen Anbieter oder kein externes Gerät mehr erfasst oder mit dazu nehmt, ist das für euch irrelevant. System und Aktualisierung, ich denke, das dürfte auch relativ klar sein. Da geht es um System-Software-Updates. Es geht aber auch um die Eingabemethode. Hier kann man zum Beispiel einstellen, wenn ihr eine Volltastatur haben wollt zur Eingabe, dann könnt ihr das hier aktivieren. Standardmäßig ist die T9-Tastatur vorgegeben. Ich persönlich komme mit der Volltastatur immer etwas besser klar. Von daher überlegt euch einfach, was ihr da einstellen möchtet. Was haben wir sonst noch hier mit drin?
wir haben hier noch die Möglichkeit, das Ganze neu zu starten, auszuschalten, zu trennen und auch zurückzusetzen. Also wenn ihr quasi die Uhr einmal verkaufen wollt oder ähnliches, könnt ihr das hier tun. Und zum Abschluss haben wir unten noch Info. Da ist nichts anderes als der Gerätename, das Modell und die Seriennummer verfügbar. Also quasi abschließend einfach noch Informationen über eure Uhr sozusagen. Und damit sind wir mit den Einstellungen auch schon durch. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche das dann nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Damit sind wir auch mit diesem Video tatsächlich schon durch. Wie gesagt, wenn noch Fragen da sind, schreibt mir gerne in die Kommentare. Da kriegen wir über Schwarmwissen eigentlich fast alles gelöst. Ich hoffe, das Video hat euch ein kleines bisschen weitergeholfen mit euren Fragen rund um den Einsteiger-Guide zur Watch GT5 und auch Watch GT5 Pro, zumindest in Teilen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Uhr und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.